Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Kennen Sie das? Ja, Sie kennen das sicher. Da bin ich mir sicher. In diesem Fall interagiert mein Hund gerade mit mir zu 100%. Sie kennen diesen Blick. Sie haben das bei Ihrem Hund sicher schon unzählige Male gesehen. Diese Kopfbewegung, diese fragende, wenn Sie etwas zu Ihrem Hund sagen, das seine volle Aufmerksamkeit weckt. Haben Sie gewusst, dass Hunde extreme Plaudertaschen sind? Wussten Sie das? Hunde können Ihnen in einem Zeitraum von 30 Sekunden mehr durch Körpersprache mitteilen, als es Ihr bester Freund kann, wenn er Ihnen über seine Erlebnisse vom Wochenende erzählen möchte. Ist so. Ja? Sie als Hundebesitzer verfügen über eine Art Magie, die Ihnen der Hund schenkt, wenn Sie sich damit befassen. Warum setzen Sie diese nicht ein? Ich bin mir sicher, viele Profis da draußen, erfahrene Hundebesitzer tun das. Sprechen mit ihren Hunden und wir sind alle keine Dr. Doolittles, aber irgendwie schon, ja, denn man kann sehr gut mit Hunden sprechen. Für mich ist das fundamentalste Werkzeug eines Hundebesitzers die Kenntnis der Hundesprache. Das ist für mich das Um und Auf. Ohne zu wissen, wie man mit einem Hund spricht, wie ein Hund zu einem spricht, wie man selbst zu einem Hund am besten spricht, ohne diese Kenntnis funktioniert das Zusammenleben zwischen Mensch und Hund nicht so gut. Davon bin ich überzeugt. Ich persönlich bin voll darauf programmiert, ständig, wenn ich mit meinem Hund draußen unterwegs bin, auf ihn zu reagieren. Und ich weiß auch, dass er darauf programmiert ist, auf mich zu reagieren. Denn genauso wie ich meinen Hund lese, und das tue ich ständig, genauso liest mein Hund auch mich. Das weiß ich. Und schauen Sie, Hunde sind sehr aufmerksame Beobachter. Ihre Körperhaltung verändert sich mit ihrem Gemütszustand. Hunde merken das. Oftmals benötigt es gar keine verbalen Befehle, sondern nur Mimik und Gestik ihrerseits, um den Hund klarzumachen, was sie wollen. Und genauso funktioniert das umgekehrt. Die Sprache der Hunde ist sehr komplex und ich gehe davon aus, dass die meisten der ernsthaften Hundebesitzer über das Wissen der Standard Mimik und Gestik, über diese Palette bei Hunden Bescheid weiß. Also davon gehe ich aus. Ja. Doch es gibt hier sehr, sehr viele Feinheiten bei Hunden und ich kann Ihnen nur eines sagen: Wenn Sie sich damit befassen, dann katapultiert Sie das in eine neue Ebene mit Ihrem Hund. Es ist heute leider heutzutage so, dass viele Menschen, die mit ihren Hunden unterwegs sind, den Fokus beim Gassi gehen mit ihren Hunden völlig auf den Hund verlieren. Ist so, wir sehen viele Hundebesitzer mit ihren Hunden spazieren gehen, die während der Runde mit ihrem Hund auf das Smartphone schauen oder gar ein Tablet mithaben oder, weiß ich nicht, abgelenkt sind durch andere Dinge, währenddessen der Hund aber ständig eigentlich mit diesen Hundebesitzern kommuniziert. Nur merken das die Hundebesitzer oftmals nicht, weil sie den Fokus auf den Hund nicht legen. Ich kann Ihnen versichern, ich spreche sehr oft mit meinem Hund. Ja? Nicht nur verbal, sondern rein durch Körpersprache. Wir beide verstehen uns blind. Und ich wollte gleich vorher noch sagen, verzeihen Sie mir, wenn ich des Öfteren meinen Blick abwende, ja, aber ich habe hier nebenbei den Laptop laufen, um Ihnen dann einige Videos, die ich hier hochgeladen habe, von meinem Hund in verschiedensten Situationen dokumentieren zu können. Und da muss ich auf den Laptop schauen. Nachdem ich das dann getan habe, werde ich diese Videos hier in dieses Video einfügen und die sehen Sie dann da. Ja, das ist der Grund, warum ich manchmal etwas abwesend wirke. Ja. Ich habe mir, wie gesagt, einige Videos rausgesucht von meinem Hund, die ihn in verschiedensten Situationen präsentieren und möchte diese Situationen dokumentieren, hier Ihnen erklären, was mein Hund mir in diesen Situationen sagt und so weiter. Jetzt könnte sich der eine oder andere erfahrene Hundeprofi denken, das Video ist uninteressant für mich.
Das kann ich verstehen. Ich würde es mir trotzdem ansehen, denn etwas Auffrischung, ja, vielleicht etwas Schubs, das Ganze wieder voll durchzustarten, kann ja nie schaden. Aber ja, dieses Video hat es hauptsächlich auf Menschen abgesehen, die aktuell gerade mittendrin sind, das Leben mit ihrem neu erworbenen Hund zu lernen, ja, oder in Zukunft vorhaben, sich einen Hund zu besorgen und hier noch nicht ganz standfest sind. Nochmal kurz, bevor ich loslege, für mich das fundamentalste Werkzeug, das am besten geeignetste Werkzeug, um ein tolles Leben mit einem Hund, ja, mehr oder weniger zu ermöglichen. Absolute Kenntnis der Hundesprache von A bis Z. Selbstverständlich konnte ich sehr viele Situationen nicht einfangen. Zum Beispiel Begegnung mit Rüden, die er nicht so gern mag. In dem Fall verzichtete ich aufs Filmen, da es mir klar ist, in so einem Fall hat das Handy in der Hand nichts verloren, da gehört der Fokus voll zum Hund. Da muss ich vorbereitet sein, das Ganze unter Kontrolle zu haben. Auch weiß ich, dass mein Hund ein SUV-Jäger ist, leider. Da hat mir einer seiner Lieblingsfans einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der wird immer in einem SUV transportiert und wenn der bei uns vorbeifährt, dann bellt er heftig raus. Mein Hund spricht darauf an, hat sich die Form des SUVs gemerkt und wenn jetzt ein SUV bei uns vorbeifährt, sieht er das als Ziel an. Manchmal auch hier, auch das habe ich nicht gefilmt. Das sind so Sachen, wo ich schon vorher weiß, ob er startet oder nicht, zumeist, ja, und dann schon agiere, bevor er agiert. Manchmal kommt es aber auch vor, dass ich nur reagieren kann, weil ich es versäume, ja. Aber das sind so Situationen, die ich nicht einfangen konnte. Ich habe nur einige Situationen eingefangen und möchte Ihnen dazu möchte die halt etwas dokumentieren, um Ihnen einen Einblick zu geben, speziell den Menschen, die da noch nicht so standfest sind, wie ein Hund da mit Ihnen interagiert und wie Sie mit dem Hund interagieren. In den ersten 3 Videos sehen Sie einen Gemütszustand, der sich von absolut positiv und selbstbewusst zu völlig unsicher wieder zurück in absolut selbstbewusst bewegt. Der Grund war, ich war da mit ihm spazieren am Feld, alles okay, keine Gefahr in Verzug. Er war da selbstbewusst unterwegs, teilweise auch gelangweilt, gähnte einmal zwischendurch, wie man am ersten Video gleich sehen kann, aber nicht aus Nervosität, sondern einfach aus Entspanntheit. Danach gingen wir in einen Waldweg hinein und uns kamen 2 Kinder entgegen auf einem Fahrrad. Und genau das sind 2 Dinge, mit denen er nicht so gut zurechtkommt, die sind ihm unheimlich. Fahrräder und Kinder. Er verlor völliges Selbstbewusstsein, nahm eine, ängstliche Haltung ein, das werden Sie auch dann gleich sehen. Er klappte die Ohren zurück, wurde etwas schneller im Schritt, drehte sich um, sah nach, ob die schon weg sind, ja, und Route wurde gesenkt und sagte mir eigentlich mit seiner ganzen Körpersprache, ich möchte da weg. Selbstverständlich habe ich nach diesen Kurzclips, die ich da immer gefilmt habe ich auch immer eingewirkt auf meinem Hund. In einer Art und Weise, wie ich es bei meinem Hund für richtig halte. Also positiv. Doch danach gingen wir in einen anderen Waldweg. Ich ließ ihn wieder aus. Er überzeugte sich davon, ob alles in Ordnung ist. Und als er davon überzeugt war, stieg auch sofort wieder sein Selbstbewusstsein, wie Sie dann gleich sehen werden. Und zur Belohnung sagte ich dann, komm her zu mir, mein Junge, gib mir einen Kuss. Auch das tut er dann und alles war wieder okay. Ich spiele diese Videos jetzt kurz mal ab. Also beim ersten Video sehen Sie ihn noch völlig selbstbewusst. Hier am Zaun schnuppern, Route erhoben, ein lockerer Trab, dann kurzes Gähnen. Alles ist okay, alles passt. Wir kommen dann gleich zum zweiten Video. Da haben wir jetzt die Kinder getroffen, die sind bei uns vorbeigefahren, die Route hat sich gesenkt, er nimmt eine ängstliche Körperhaltung ein und sagt mir, er möchte hier weg. Ja, Ohren zurückgeklappt. Er wurde etwas schneller, zog schon leicht an der Leine. Gleich nach diesen paar Sekunden, die ich da gedreht habe, blieb ich mit ihm stehen auf der Seite, nahm ihn zu mir, sprach beruhigend auf ihn ein, sagte ihm, du, es ist alles okay, kein Problem. Etwa 5 Minuten später sind wir dann in dieses Waldstück eingebogen.
Nachdem er erkannt hatte, die Gefahr ist vorüber, war er wieder absolut der Boss in der Umgebung. Ja, das sieht man hier gleich wieder. Erhobene Route, Ohrenstellung, Trab, alles wieder okay. Ich lobte ihn dann und sagte zu ihm, komm her zu mir, mein Junge, gib mir einen Kuss. War auch da, der kam her zu mir. Komm her zu deinem Hirle. Drehte sich dann nochmal bestätigend um, ganz kurz, warf mir einen kurzen Blick zu, so quasi, alles passt wieder. Und die Sache war wieder erledigt, ja. Das waren jetzt Kurzbeispiele vom Gemütszustand eines Hundes, der sich in ganz kurzer Zeit rapide verändern kann, speziell bei Hunden, die mit gewissen Dingen ein Problem haben. Ja. Und wenn Sie hier Ihren Hund perfekt lesen können, dann können Sie auf diesen Hund einwirken, Sie können agieren, Sie können reagieren. Ja, das ist einfach das Um und Auf. Der Hund merkt auch, dass Sie reagieren. Wenn Sie als Besitzer hier absolut nichts tun, kann es auch leicht sein, dass der Hund das absolute Vertrauen zu Ihnen verliert. Sie stellen schließlich und endlich den Rettungsanker auch für Ihren Hund dar. Ja. Oftmals stellt der Hund auch für mich meinen Rettungsanker dar. Ganz, ganz speziell, wenn, ja, in verschiedensten Situationen halt, ja. Gut, okay. Beim nächsten Video, das ich jetzt zeigen werde, hat mein Hund eine Spur aufgenommen, eine merklich interessante Spur. Also er sagte mir, du, da ist etwas, das interessiert mich. Und hier ist es oftmals leider so, dass viele Menschen heute, die halt mit Smartphones unterwegs sind, mit ihren Hunden, das gar nicht merken. Ja? Also der Hund signalisiert ihnen, du, da ist etwas Interessantes, das möchte ich gern lesen. Ich bin ein Nasentier, das ist meine Welt, so wie du im Facebook scrollst, so lese ich am Boden, ja, die Nachrichten. Sie wissen, was ich meine. Doch viele Leute, die da den Fokus auf den Hund nicht gelegt haben, die sehen das nicht. Ja? Also der Hund kommuniziert mit ihnen, aber sie sehen es nicht. Und es passiert dann oft, dass diese Menschen sagen, komm, geh weiter, geh weiter, geh weiter und nehmen ihm eigentlich diese Freude. Ja? Also in diesem Video, das jetzt gleich folgt, hat mein Hund eine Spur aufgenommen, die ihn sehr interessiert hat. Wir sind dann dieser Spur nachgegangen, er wurde etwas schneller, dann ja, die Spur ist heiß. Da war dann rechts von uns ein Weg in den Wald hinein, den wir öfters gehen und den wollten wir auch diesmal gehen, sind wir dann auch gegangen und als wir dort diesen Weg passierten, blieb er stehen und zeigte mir anhand seiner Körperhaltung, du Herrchen, da ist was extrem Interessantes drinnen, das mich interessiert. Ich habe dann reingesehen, da etwa 20 Meter vor uns querte am Weg ein Hundebesitzer mit einem schwarzen Hund, den wir, also mein Hund und ich, nicht kannten. Und das dürfte der Verursacher dieser Spur gewesen sein. Mein Hund nahm eine neutrale Körperhaltung ein, zwar eine extrem aufmerksame und neugierige, aber eine neutrale Körperhaltung, weder negativ noch positiv, weil er diesen Hund nicht kannte. Also er war sich nicht sicher, ist das Freund oder Feind, ja, aber es interessiert mich. Wenn Sie genau hinsehen, wenn wir dann kurz vor dem Einbiegen rechts, bleibt er stehen, sieht nach, die Route ist starr, die bewegt sich nicht, gar nichts, aber es ist kein Nackenfell aufgestellt, also eine neutrale Aufmerksamkeit, eine neutrale Neugier. Ja. Ich ließ ihm diese Neugier natürlich, warum soll ich ihm hier jetzt oder hier einwirken, lass den Hund sein in diesem Fall und ja, der Hund ging dann weiter und wir gingen den Pfad. Ich möchte das Video jetzt kurz mal abspielen. So, ja, also die Spur, jetzt der Waldweg rein, er markiert noch kurz und jetzt zieht er den Hund. Kopf hat sich gehoben, Ohren sind nach vorne gerichtet, die Route ist starr, bewegt sich nicht, er ist extrem neugierig, aufmerksam, neugierig, aber im neutralen Status. Also weder aggressiv oder dominant oder, weiß ich nicht, extrem erfreut, ich kann es nochmal abspielen, sondern eher eine neutrale Haltung. Also in dem Fall entschied ich mich dafür, mit ihm stehen zu bleiben, zu warten, bis der Besitzer mit seinem Hund weg war. Mein Hund protestierte auch nicht dagegen, warum sollte er auch? Wir sind der Spur dann gefolgt, er hat dann wieder die Nase am Boden gehabt und ja, es hat ihm halt interessiert. Also ganz klar, Körpersprache, du, ich bin neugierig, das interessiert mich sehr, das ist spannend für mich. Ja. Okay, die nächsten Videos handeln einfach nur davon, also auf den nächsten Videos sehen Sie einfach nur meinen Hund bei der Begegnung mit anderen Hunden und hier nur Hündinnen.
In diesem Fall habe ich vorher immer seine Körpersprache extrem beobachtet. Es ist bei ihm oft so, dass er auch nicht akzeptiert, wenn seine Kumpels hereingeschossen kommen. Ja, also es gab hier schon Beißereien, speziell in den letzten paar Tagen. Da hatte ich schon Angst, meine Bekannten zu vergrämen, da er auf seine ehemaligen besten Kumpels hingebissen hat, weil die, während ich mich mit ihm beschäftigte, in uns hineingeschossen kamen. Wobei aber das Ganze überhaupt kein Problem darstellt, wenn sie sich langsam nähern. Aber das ist eine Sache, die akzeptiert er nicht. Er hat mir das gesagt, ich habe das bemerkt und deswegen reagiere ich jetzt anders, wenn ich auf diese Kumpels von ihm treffe. In den Fällen der folgenden Videos waren das alles Hündinnen und da weiß ich, ja, da spreche ich auch aus Erfahrung, das sagt er mir auch immer, die können ruhig in mich reinpreschen, das ist mir egal, weil das sind Mädchen. Ja, also beim ersten Video sehen Sie ihn mit der Nachbarshündin, ich kann nicht sagen spielen, denn wenn Sie sich die Körperhaltung ansehen, das ist kein Spielen, das ist ein Bezirzen. Also er bewirbt die Hündin. Also er nimmt hier kein Spiel auf, ich lasse nochmal ablaufen, sondern er bezirzt sie. Er zeigt hier absolutes Interesse an der Hündin. Sie war auch schon, also diese Hündin lebt jetzt seit 2, 3 Jahren neben uns und war auch schon öfter läufig. Und da dreht mein Hund dann immer am Rad. Ja? Und das hat sich in ihm gefestigt und er weiß, also hier wäre es ihm am liebsten, wenn sie wieder läufig wäre, aber dann würde ich ihn ja nicht frei zu ihr lassen, denn er würde mein Nachbar mich wahrscheinlich würgen. Nein, also das ist kein Spiel, das ist freundliche Begrüßung und gleichzeitiges Bezirzen. So ähnlich läuft das jetzt auch beim folgenden Video ab. Da trifft er seine absolute Liebe, eine Cane Corso-Hündin, die Hydra, und ihre beste Freundin, eine bayerische Gebirgsschweißhündin, und von diesen beiden Hündinnen fürchtet sich der halbe Ort. Ja, die schießen oftmals recht dominant vor zu diesem Garagentor, wo sie sich drin befinden. Ich verstehe das schon, aber auch hier habe ich zuerst die Körperhaltung der Cane Corso-Hündin gelesen und der Schweißhündin. Ja, sie kommen dominant her, aber es war keine wirkliche Attacke und das habe ich erkannt und deswegen war es für mich auch nie, hatte ich auch nie Sorgen, dass da irgendwie jetzt mein Hund einen Kampf mit einer Schweißhündin und einer Cane Corso-Hündin vor sich hatte. Ja, also ich blieb stehen beim ersten Mal, als wir uns begegneten, und die wurden ganz dicke Freunde. Und jetzt jedes Mal, wenn ich dort vorbeigehe, kommen diese Hündinnen, diese beiden, nach vorgeschossen und begrüßen sich mit meinem Hund. Auf diesem Video sehen Sie das, auch das ist wieder ein Bezirzen. Ja. Spielen kann er sowieso nicht, weil er an der Leine ist. Ja, also links die Hydra, rechts die Schweißhündin. Ja, er liebt beide, er mag beide unheimlich gern. Und ja, auch wenn der halbe Ort diesen Hündinnen aus dem Weg geht, mein Hund mag die unheimlich. Und ist auch eine sehr schöne Hündin. Ihr Bruder ist ein Koloss. Ich spiele das Video nochmal ab. Da hat eine freudige Begrüßung, auch ein Bezirzen. Mein Hund ist ein Charmeur, Sie sehen an der Körperhaltung, das ist alles. Ich würde euch gerne lieben, euch beide. Ja? Also in die Richtung hinein. Also das ist eher keine Spielaufforderung, sondern das ist reines Bezirzen. Beim folgenden Video sehen Sie ihn beim Halbspiel mit einer Bull-Terrier-Hündin. Auch die bezirzt er. Er ist eben ein Casanova. Doch die Bull-Terrier-Hündin fordert ihn zum Spielen auf und er nimmt es teilweise an. Ja? Wobei er dann gleich vom Kurzspiel, das vielleicht 1, 2 Sekunden dauert, wieder zum Bezirzen übergeht. Aber so funktioniert mein Hund halt. Wie gesagt, ein Casanova. Ich werde das mal abspielen. Das ist jetzt mit der Bull-Terrier-Hündin. Ja, also das ist schon eher ein Spiel. Okay, kein voll ausgebrochenes Spiel, das werden Sie wissen, aber schon eher als vorher. Also er belässt es nicht nur mehr beim Bezirzen, doch nach dem Video war er wieder nur der Casanova. Ja. Also er spielt nicht lange mit Hündern, mit Rüden, so gut wie gar nicht. Da gibt es vielleicht mal ein kurzes Hallo, aber spielen eher weniger. Aber Sie sehen auch hier in der Körperhaltung, absolut freundlich. Ich bin glücklich, dass du da bist. Also er lächelt, die Rute wählt, alles toll. Ja? Also absolut positive Körperhaltung. Und hier würde ich ihn niemals herausnehmen aus dieser Szenerie, wenn es nicht sein müsste. Ne? Also man sollte Hunde schon Hunde sein lassen, auch bis zu einem gewissen Grad. Ja?
Im folgenden Video sehen Sie ihn bei einem Freudensausbruch und das haben Sie vielleicht auch schon mal erlebt. Es ist zwar hier eventuell so, dass mich der eine oder andere Bauer gerne würgen würde, deswegen, weil er im Feld herumläuft. Ja, liebe Bauern, es tut mir leid, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß und er macht es ja eh nicht ständig. Und ja, Sie sehen ihn hier einmal oder zweimal graben und auch das wird die Bauern nicht freuen, aber ja, das ist ein riesengroßes Feld und wie gesagt, kommt nicht oft vor. Also verzeihen Sie mir, aber ja, manchmal ist mir das Wohlergehen meines Hundes etwas wichtiger als so eine kleine Fläche Erde. Aber ja, ich weiß schon, soll keine Entschuldigung sein. Also wie gesagt, beim folgenden Video, das ist dann so ein typischer Freudensausbruch, wie Sie ihn vielleicht auch schon das ein oder andere Mal erlebt haben. Ist natürlich nur dann möglich, wenn der Hund auch irgendwo ein Areal hat, wo er das durchführen kann. Gell? Und das sind halt Hunde in ländlichen Gebieten oder Hunde im Besitz von Leuten, die mit ihren Hunden rausfahren, aufs Land schon im Vorteil. Speziell dann, wenn es gut erzogene Hunde sind, die frei laufen können. Ja? Also ich möchte die kurz mal präsentieren. Auch hier lasse ich ihn tun, was er will. Er sagt mir, ich freue mich meines Lebens aktuell so sehr, ja, dass ich das Ganze versuche durch, weiß ich nicht, Herumtollen auszudrücken. Okay, ich spiele das mal ab. Das erste. Ja, also da gibt er Gas. Der Boden unter seinen Pfoten ist auch super, also weich, nicht hart, kein Kies. Also das machen viele Hunde gern. Ja. Selbstverständlich folgt nach so einem Emotionsausbruch dann immer eine intensivere Reinigung. Ganz besonders, wenn das Feld vielleicht feucht ist. Ich habe da noch ein zweites Video von solch einem emotionalen Ausbruch. Das spiele ich jetzt ab. Ja, auch hier denkt er sich gerade, ja, jetzt gebe ich Gas, weil das Leben ist so schön. Also das ist einfach nur Ausdruck reiner Freude. Also er dreht hier nicht durch, sondern er freut sich gerade, dass er lebt. So ist das manchmal bei Hunden. Oftmals geschieht das auf Feldern durch den weichen Untergrund und so weiter. Ja, das war eigentlich jetzt nur so reingeworfen. Bei den nächsten 3 Videos zeige ich Ihnen oder möchte ich Ihnen hier dokumentieren, wie ich manchmal mit meinem Hund interagiere, kommuniziere, ja, wenn es darum geht, welchen Weg wir wählen. Es kommt vor, also wir gehen hunderte verschiedene Wege und es kommt vor, dass ich oftmals rechts gehen möchte und er links gehen möchte. Und wenn ich aber alle Zeit der Welt habe, ja, und er mir zu verstehen gibt, mittels Körperhaltung, er will links gehen, ja, dann kommt es sehr oft vor, dass ich sage, okay, gehen wir links. Ja. Wenn ich mir aber jetzt einbilde, rechts zu gehen, aus welchen Gründen auch immer, ja, dann setze ich meinen Willen durch. Ist so, ja, aber oft lasse ich seinen Willen nach. Im ersten Video sind wir am Feld unterwegs, da geht ein Weg rechts, ein Weg links. Und ich frage ihn, wie willst du gehen? Gehen wir rechts und wenn er einen Weg nicht gehen möchte, ja, dann verharrt er zur Salzsäule, bleibt starr stehen. Auf diesem Video kann man jetzt leider nicht sehen, wie er dann schaut, denn oftmals nimmt er die Chamäleon-Stellung ein. Ja, also da bleibt er stehen, mit einem Auge sieht er in die Richtung, in die er gehen möchte, mit dem anderen Auge sieht er mich an. Ja, ich weiß, das funktioniert anatomisch nicht, aber es kommt mir immer so vor. Ja, aber in diesem Video nimmt er vollen Kontakt, also visuellen Kontakt mit mir auf und ich frage ihn hier, wie willst du gehen, rechts oder links? Ich sehe anhand seiner Körpersprache, dass er rechts nicht gehen möchte, ja, und sage ihm dann, okay, na, dann gehen wir links, was er sofort akzeptiert. Also ich habe ihn hier nachgegeben, ich möchte das kurz mal abspielen. So, hier frage ich ihn, na, wie gehen wir, rechts? Jetzt schaut er etwas eigenartig rein, lässt die Ohren fallen, ja, und dann sage ich, na, gehen wir links, ja, und er beginnt sofort mit dem Trab. Also hier interagiere ich oft mit ihm und spreche oft mit ihm, ja, und lasse ihm auch manchmal seinen Willen durchgehen und frage eigentlich, was er will. Aber schauen wir uns das Video nochmal an. Wir sehen, er nimmt visuellen Kontakt mit mir auf, weil ich ihm frage, gehen wir rechts oder gehen wir links. Ich sehe dann an seiner Ohrenstellung, ja, an seinem Blick, ja, dass er das nicht mag. Er kennt den Unterschied zwischen rechts und links, das habe ich ihm beigebracht. Und als ich ihm frage, ob wir rechts gehen, ja, sagt er mir mit Augen und Ohren, na, eigentlich möchte ich nicht rechts gehen. Und gibt mir zu verstehen, er will links gehen, ja, was ich dann auch tue. Schauen wir uns das nochmal an. Na, jetzt. Ja, war nur ein Kurzbeispiel, aber ich habe noch 2 ähnliche Beispiele, wo das aber so ist, dass er mich
nach dem Weg fragt. Wie gehen wir? Ja? Also wir kommen hier im Wald zu einer Weggabelung, da geht es rechts, links und gerade. Er bleibt stehen und weiß, wir sind sowohl schon oft diesen Weg gegangen, wie auch diesen und diesen. Wie gehen wir heute? Ja? Und ich sage ihm in diesem Moment, wir gehen links, mein Junge. Ja? Was wir dann auch tun. Das ist jetzt das Video. Genau, jetzt bleibt er stehen, sieht mich kurz an, er weiß genau, jetzt kommt die Entscheidung, welchen Weg gehen wir. Ich sage ihm in dem Moment, komm, wir gehen links. Und er geht links. In diesem Fall geht es gerade weiter und rechts auch. Ja? Also ich werde es nochmal abspielen. Er ist unterwegs, bleibt kurz stehen. Er weiß, jetzt kommt die Weggabelung, wie gehen wir? Ich sage ihm, wir gehen links. Er hat mit mir Augenkontakt aufgenommen, hat mich gehört. Er weiß, was links und rechts ist. Und wir gehen links. Und scheinbar dürfte ihm dieser Weg auch gepasst haben. Und beim nächsten Video sehen Sie ihn vor einer Stelle, wo ich schon des Öfteren Videos für diesen Kanal gedreht habe. Also er ist diese Stelle gewohnt. Er weiß, wir kehren da öfter ein, da rechts, und drehen ein Video für diesen Kanal. Und auch hier fragt er mich, körpersprachentechnisch, gehen wir heute wieder da rein oder was tun wir? Und ich sage ihm, nein, heute machen wir keinen Film, wir gehen gerade weiter. Das ist dann dieses Video. Hier bleibt er stehen, sieht mich an, gehen wir rein oder nicht? Ich sage ihm, nein, heute machen wir keinen Film, wir gehen gerade weiter. Er akzeptiert das, sieht nochmal nach, ob ich mich vielleicht doch noch umentscheide. Und ich sage dann, nein, gehen wir weiter. Okay, gehen wir halt weiter. Ja? Also der Hund interagiert oft mit Ihnen, stellt Ihnen Fragen, und wenn Sie da den Fokus nicht bei Ihrem Hund haben, ja, dann sehen Sie das nicht. Ja? Das ist schade, finde ich, denn Hunde stellen sehr viele Fragen, Hunde sprechen sehr viel mit ihren Besitzern. Ja? Und wie gesagt, ich bin darauf programmiert, auf meinen Hund absolut zu reagieren oder zu agieren, bevor mein Hund agiert, und umgekehrt ist es dasselbe. Wie ich schon vorher gesagt habe, auch mein Hund merkt, wie ich drauf bin. Und manchmal, wenn wir einen Weg gehen, und ich meine, das ist noch nicht geschehen, aber als Beispiel möchte ich sagen, käme ich in eine Situation, wo ich mit irgendjemand hitzig zu streiten beginne, wir dann auseinandergehen und ich immer noch wütend bin, deswegen, wegen was auch immer, würde mein Hund das spüren. Er weiß zwar, ich lasse meinen Zorn nicht auf ihn aus, aber er würde meine negative Energie spüren, und wenn es dann zu einer Weggabelung käme, würde er mich höchstwahrscheinlich auch nicht fragen, wie wir gehen, sondern er würde stur den Weg gehen, den ich gehe, ja? Nur um mich erstmal runterkommen zu lassen. Ich weiß, dass das so ist, und ich weiß, dass viele Hunde so reagieren, weil Hunde extrem gute aufmerksame Beobachter sind. Ja? Und Gemütszustände ihrerseits extrem gut erkennen und darauf reagieren können. Ja? Auch bei meinem Hund ist das so. Ja? So, ich möchte jetzt ganz kurz zur letzten Thematik kommen. Ja, das sind jetzt einige Videobeispiele, die mit dem Territorialverhalten zu tun haben, mit dem Bewachen. Und auch hier gibt es einige Dinge zu sagen, ja, also Bewachen ist nicht gleich Bewachen. Oftmals agiert der Hund beim Thema Territorialverhalten auf eine Art und Weise, in der er Ihnen aber hunderte von Mitteilungen mehr oder weniger macht. Ja, verschiedenste. Ich werde mal das erste anklicken. In dem Fall kam unten die Post vorbei. Ja. Also der Postler stieg aus, brachte ein Paket in die Stiege hinein, stieg wieder ins Auto ein und fuhr weg. Und das geschieht recht oft bei uns. Mein Hund ist das gewohnt. Ja, akzeptieren tut er es dennoch nicht. Obwohl jetzt bei diesem Video werden Sie am Fenster sehen, wie er dem Postler aber mehr oder weniger locker sagt, ey, komm, verschwind, ich mag dich da nicht. Ja, also die Intensität, mit der er bei diesem Video dem Postler das sagt, ist ziemlich gedämpft. Also wenn es hier eine Intensität von 1 bis 3 geben würde, ja, dann ist das Intensität von -1. Ja, also eher gedämpft. Der kann schon anders Gas geben. Also aber wie gesagt, das ist ein Beispiel. Und danach, ja, kommt er vom Fenster runter, stellt sich zu mir hin, sieht mich an und sagt mir, ja, der war's schon wieder. Ja. Genau das teilt er mir in diesem Fall mit. Sie werden gleich sehen, was ich meine. Also hier gibt er dem Postler zu verstehen, verschwindet. Jetzt sieht er mich an und sagt, ja, der war schon wieder da. Ja. Ich habe in diesem Moment gesagt, ja, ich weiß mein Bub, bist brav. Also ich habe ihn gelobt, denn es ist seine Aufgabe, sein Revier zu bewachen. Das darf er, dafür ist er da. Allerdings
arbeiten wir auch daran und haben das auch schon fast ganz geschafft, dass er nur 2, 3, maximal 4 Mal melden darf. Ja? Dann sollte eine Ruhe sein. Das weiß er mittlerweile. Ich spiele das nochmal ab. Sie sehen, er meldet den Postler, die Post, ja, kommt dann runter zu mir, hat zwar etwas die Nackenhaare aufgestellt, aber das ist alles so. Das meint er nicht wirklich ernst. Kommt dann zu mir, sieht mich an, holt sich die Bestätigung, ja, was ist, der war schon wieder da. Ja, ich habe ihm dann gesagt, danach, ja, ich weiß mein Bub, ist schon gut, bist brav. Ja? Also schauen wir sich es nochmal an. Ja. Jetzt zieht er mich an und sagt, nö, der Typ war schon wieder da. Ja. Aber in dem Fall weiß ich es. Ja. Gut, das war das erste Beispiel. Beim zweiten Beispiel meint er es schon etwas ernster. Er sieht wieder beim Fenster raus, aber unten geht ein fremder Rüde vorbei. Auch ich habe ihn nicht gekannt. Ich habe dann rausgesehen, kannte den Hund nicht. Und hier droht er schon. Ja. Also hier ist er nicht sehr laut, ja, aber hier droht er ernst. Also das meint er da schon ernst. Da sagt er mir, Herr Zuhörchen, jetzt bin ich nicht so entspannt wie vorher beim Postler, ja, den ich eh schon kenne und schon 1000-mal hier gesehen habe. Den Typen da unten, der da vorbeigeht, den mag ich wirklich nicht. Also das sagt er mir in diesem Video. Ich blick's mal an. Auch die Nackenhaare gesträubt. Im Knurren. Also würde ich jetzt in diesem Moment, also gleich nach dieser Situation, würde ich ihm das Halsband draufgehen und bei der Stiege runtergehen, der Hund noch nicht weit weg sein, ja, wäre er sicherlich noch so mehr oder weniger emotional aufgeladen, dass er höchstwahrscheinlich erstmal negativ dominant auf diesen Hund reagieren würde. Ja. Deswegen würde ich jetzt im Fall der Fälle, müsste ich jetzt mit ihm rausgehen, würde ich jetzt höchstwahrscheinlich mal 5 Minuten abwarten und dann mit ihm rausgehen. Denn er sagt mir in diesem Moment, in dieser Situation, ich bin angepisst. Ja. Auf diesem Video ist er hinten auf dieser Wiese herumgelaufen und da sprang eine schwarze Katze auf. Ja. Die lief vor ihm davon. Das hat er gehört, jetzt ist er aufgestanden. Die lief vor ihm davon, weckte seinen Jagd- und Beutetrieb. Ich weiß aber, wie er ist, wenn sich eine Katze stellt. Am Grundstück meiner Eltern könnte das böse für die Katze ausgehen. Draußen allerdings ist es schon geschehen, dass er Katzen gejagt hat, die Katzen sich gestellt haben. In dem Fall hat er bis jetzt immer einen Sicherheitsabstand von 1 Meter eingehalten und hat sich damit zufrieden gegeben, der Katze zu drohen. Ja. Er hat sich nicht auf einen Kampf mit der Katze eingelassen. Deswegen war das für mich jetzt kein, weiß ich nicht was. Ich weiß, die Katze ist dort über die Mauer gesprungen, ist verschwunden hinter dem Gebüsch dort. Er sieht dieses Gebiet da hinten aber als sein Territorium an. Ja. Und oftmals ist er dort hinten, da bin ich fast täglich in der Früh mit ihm, extrem territorial gegen jeden Hund, der dort auch spazieren geht. Ja. Und da muss ich des Öfteren aufpassen. Wie gesagt, er sieht das als sein Revier an. Dort ist alles von ihm markiert. Er ist der Meinung, das gehört ihm. Deswegen benimmt er sich so. Und in dem Fall sehen Sie jetzt nach erfolgter Jagd, also die Katze ist schon weg. Er vermutet sie aber noch in diesem Gebüsch drin, weiß aber, dass er dort nicht rein darf. Das habe ich ihm verboten, da dieses Gebüsch gespickt ist mit Dornen. Und die haben sich schon mal in ihm verfangen. Aber dennoch, anhand seiner Körperhaltung sehen Sie jetzt voll absolutes Territorialverhalten aktiviert. Ja. Ich bin hier der Boss und komme ja nicht wieder. Allerdings muss ich auch jetzt in dieser Phase seines Emotionsausbruches, wenn ich das so nennen kann, verdammt aufpassen, dass da kein fremder Hund kommt. Denn jetzt steht er mehr oder weniger emotional unter Feuer. Ja. Ich spiele das Video mal ab. Also das ist absolutes dominantes Territorialverhalten jetzt. Nachsehen nochmal, ist die Katze noch da? Rute erhoben. Nochmal abchecken, kommt da wer? Nochmal schauen, kommt da eh keiner? Ich spiele das nochmal ab. Also wie gesagt, das Jagd-, Beutetrieb und Territorialverhalten ist da aktiviert bei ihm. Das sieht man sehr gut an der Körperhaltung. Nochmal nachsehen. Ich weiß, die ist da drin, aber ich darf da nicht rein, sagt er mir, zieht er mich an, wartet auf irgendeine Bestätigung von mir. Ich habe da in dem Moment nicht eingewirkt auf ihn. Normalerweise würde ich ihn jetzt runterholen etwas. Jetzt zieht er wieder nach vor, ob sich irgendwer nähert. Ja. Dann haben wir noch einige Videos vom Garten. Das sind jetzt noch 1, 2, 3, 4 Kurzclips.
Und zwar geht es hier um eine Mischung aus Jagdverhalten und Territorialverhalten. Also ein kleiner Vogel im Blumenbeet meiner Eltern, das ist auch am Grundstück meiner Eltern, weckt sowohl seinen Jagdtrieb als auch sein Territorialverhalten. Und Sie wissen, Hunde können sich genauso wie Katzen auch anpirschen. Ja? Also das sind nicht einzig und allein mit der Nase am Boden und wenn dann das Wild dann in der Nähe ist, losstarten, sondern auch Hunde pirschen sich an wie Katzen. Ja? Das sehen Sie jetzt sehr gut im ersten Video. Also hier entdeckt er einen kleinen Vogel im Blumenbeet am Grundstück meiner Eltern. Ganz typische Haltung, wie Sie gleich sehen werden. Er pirscht sich an. Der nächste Schritt, der nächste, und jetzt geht er gleich zur Attacke über. So, jetzt ist der Vogel weg. Ja. Wundern Sie sich nicht über diese Flecken, die Sie sehen. Ich werde das Video gleich nochmal abspielen. Das sind die Überbleibsel von dieser schweren Allergie, die er hatte damals. Zum Glück ist das alles vorbei, aber das ist ihm übrig geblieben. Das ist uns aber egal, Hauptsache es geht ihm gut. Ich spiele das nochmal ab. Ausgelöstes Jagdverhalten, welches danach in Territorialverhalten übergeht, und das werde ich gleich erklären. Sie sehen, typische Körperhaltung, anpirschen, Kopf recht senkrecht, extrem aufmerksam, angespannte Körperhaltung, und jetzt startet er gleich los. Also ist klar, was er mir hier sagt. Er sagt mir hier, du, hier gibt es etwas, das möchte ich jetzt bejagen. Ja. Gleichzeitig auch, das hat hier nichts verloren, sonst würde er es nicht bejagen. Ja. Und aufgrund dieses ausgelösten Beutetriebs, den dieser Vogel hier jetzt ausgelöst hat, ja, und mein Hund, klar erkennbar, ja, für alle, die ihn kennen, ein extrem ausgeprägtes Territorialverhalten hat, ja, hat er sich kurz danach dazu entschlossen, jetzt alle Vögel vom Garten zu vertreiben, die er sieht, ja, und das sehen Sie am nächsten Video. Also, die sitzen jetzt oben am Dach, jetzt ist einer runtergeflogen, der fliegt jetzt auf der Seite vorbei, jetzt ist sein Jagdverhalten, sein Beutetrieb, aber auch sein Territorialverhalten voll geweckt. Ja? Also jetzt sagt er, ich will dich jagen, ich will dich ausschalten. Niemand hat hier etwas verloren, kein Fremder hat auf diesem Grundstück etwas verloren, auch kein kleiner Vogel nicht. Ich spiele das nochmal ab. Vogel haut jetzt ab auf der Seite. Ja. Also auch ganz klare Körperhaltung, am Anfang extrem aufmerksam, angespannt, und man merkt sofort, ja, jetzt ist er im Jagdmodus, ja, jetzt ist er auf weg da mit dir gepolt. Beim nächsten Video, ja, da zeigt er mir nach dieser Jagd, ja, also nach diesem Ausbruch des Territorialverhaltens, also ihr habt hier nichts verloren, ja, fühlt er sich selbst bestätigt und fühlt sich extrem wohl. Was er allerdings tut ist, er zeigt mir das, ja, indem er sich am Boden wälzt. Intensiv. Er zeigt mir einfach, ich fühle mich wohl. Ja. Toll, das hat alles geklappt und jetzt geht es mir gut. Allerdings steht er danach auf, ich werde das dann auch zweimal durchlaufen lassen, steht er danach auf und nimmt sofort wieder eine dominante und wachsame Haltung ein, die der Umwelt signalisieren soll, ich bin zwar gut drauf, mir geht's gut, aber mit mir ist immer zu rechnen. Und gleich danach geht er hinten zur Hecke und unterstreicht das Ganze dick, indem er dort markiert. Ich lasse das Video mal laufen. Also Sie sehen, hier fühlt er sich pudelwohl. Ja? Also er wälzt sich am Boden. Das war kurz nach dieser Vogeljagd. Doch gleich danach steht er auf, schüttelt sich, ja, und nimmt eine dominante Haltung ein, eine wachsame Haltung. So quasi, ja, es geht mir gut, aber rechnet mit mir. Sie werden das gleich sehen. Das U-Boot. Jetzt steht er gleich auf. Schüttelt sich, Tag, und ist wieder im Wachmodus. Zeigt der Welt, ich bin da, Rute stark erhoben, breitbeinige Stellung, und jetzt geht er zur Hecke und unterstreicht das Ganze, indem er dort noch markiert und also seine Duftmarke hinterlässt. Also er ist der Chef. Und zum Schluss möchte ich die Art dieses Territorialverhaltens
noch zeigen, er unterstreicht das Ganze noch, er ist dann zwar völlig entspannt. Ja, also Sie merken dann anhand der Körperhaltung beim letzten Clip, dass er völlig entspannt ist und dennoch möchte er dieser territorialen Sache noch einen Nachdruck verleihen, indem er noch eine Nachkontrolle vorn beim Gartentor durchführt. Ja, also er geht zum Gartentor nach vorn, er hat die Vögel verjagt, hat sich das Erfolgserlebnis oder hat sich belohnt, indem er sich am Boden gewälzt hat. Ja. Hat dann gesagt, mit mir könnt ihr immer rechnen, mir geht es zwar gut und ich fühle mich wohl, aber mit mir rechnet ihr immer. Und ist dann danach, nach diesem Video, ist er dann gemütlich, aber bestimmend zum Gartentor nach vorn gegangen und hat nochmal nachkontrolliert, ob alles okay ist. Ja. So auf die Art wie, das hat nicht nur die Vögel anzugehen, dass hier keiner rein darf, ja, sondern auch euch alle da draußen. Er ist aber dann zufrieden, denn es war draußen nichts los und ja, widmet er sich dann wieder anderen Sachen. Ich spiele das mal kurz ab. Er ging dann zum Gartentor nach vor, sah da raus, so halb neutralen Zustand, ja, hat sich davon überzeugt, dass alles okay ist und ja, widmete sich wieder anderen Dingen. Aber das war die Art Nachkontrolle. Lieber Zuseher, ich könnte Ihnen zehntausende Situationen präsentieren, in die ich mit meinem Hund komme, in denen ich mit meinem Hund interagiere, kommuniziere, er mit mir kommuniziert. Viele Situationen ermöglichen es nicht, gefilmt zu werden. Das habe ich vorher schon gesagt. Eben Situationen, die etwas heftiger sein können, wo ich mit Sicherheit nicht das Telefon in die Hand nehme und die Situation filme, sondern meinen Fokus voll auf den Hund lege. Ich möchte nur sagen, das waren jetzt einige Beispiele. Wir, also die alten Hundefüchse, wissen natürlich, dass Hunde ständig mit uns sprechen, wenn wir mit ihnen unterwegs sind, ständig, dauernd, permanent. Doch viele Leute, die noch keine Hunde hatten oder was, die ist ganz klar, die mit der Materie noch nichts zu tun hatten, die wissen nicht, dass der Hund ständig mit ihnen kommuniziert. Viele Menschen sind der Meinung, ja, das ist ein Streichler, ja klar, der muss Gassi gehen und er kriegt Futter und Wasser und ja, der bellt und kann sie zum Platz lernen, aber die wissen nicht, dass Hunde eine derartig komplexe Sprache haben. Und deswegen habe ich das Video gebracht, um Sie, wenn Sie eine Person sind, die eventuell in Zukunft sich mal einen Hund besorgen möchte oder jetzt gerade mittendrin steckt, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Hunde sehr viel mit ihnen sprechen und eine sehr komplexe Körpersprache haben. Lernen Sie diese Sprache, nehmen Sie diese Magie auf und benutzen Sie die. Und wie schon vorher von mir gesagt, katapultieren Sie sich auf eine neue Ebene mit dem Hund. Legen Sie Ihren Fokus auf Ihren Hund, wachsen Sie mit ihm, mit Ihrer Körpersprache. Sie werden sehen, das Zusammenleben mit dem Hund ist dann ein völlig anderes. Ja. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich selbstverständlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt war ein langes Video. Wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.